Jeden Tag tauchte ein ausgewachsener Tiger vor den Toren des indischen Militärs auf. Knurrend ging er langsam auf und ab und wollte offensichtlich die Aufmerksamkeit der Soldaten erregen. Die Männer des Lagers wussten nicht, was sie denken sollten. Obwohl sie für das Gefecht ausgebildet wurden, stand ein Kampf mit einem Tiger nicht gerade auf der Tagesordnung. Was wollte der Tiger dort und warum kam er jeden Tag zum Lager? Einige begannen zu glauben, dass der Tiger auf der Suche nach Nahrung war und den Zaun nach einem Eingang in die Basis absuchte. Die Angst im Lager wuchs. Sie wuchs schließlich so stark, dass sich der Kommandant des Trupps gezwungen sah zu handeln. Er konnte nicht zusehen, wie seine Männer unter der Anwesenheit des Raubtieres litten und jeden Tag aufs neue Gefahr liefen, dass ihnen etwas zustieß. Deshalb beschloss der Befehlshaber, sich an einen Zoologen in der nahegelegenen Stadt zu wenden. Der Zoologe war sehr überrascht, vom Militär kontaktiert zu werden. Solch eine Situation hatte er in all den Jahren noch nie erlebt. Dennoch willigte der Mann ein, zum Militärstützpunkt zu fahren, um den ratlosen Menschen zu helfen. Als der Zoologe das Militärgelände betrat, konnte er die Angst der Soldaten förmlich riechen. Irgendetwas stimmte eindeutig nicht. Er wurde in das Quartier des Kommandanten begleitet, wo er über das Problem aufgeklärt wurde. Ein ausgewachsener Tiger, der täglich an einem militärischen Zaun entlang schreitet. Der Zoologe konnte kaum glauben, was er da hörte. Das war ein sehr ungewöhnliches Verhalten für solch eine Raubkatze. Natürlich erklärte sich der Mann bereit zu helfen. So begann er mit Hilfe der tapferen Soldaten die Bewegungen des Tigers zu protokollieren, zu welcher Tageszeit er aus dem dichten indischen Dschungel schlich. Der Zoologe verbrachte 2 Tage damit, das Raubtier zu beobachten und kam zu einer gewagten Schlussfolgerung. Er besuchte den Kommandanten erneut in seinem Quartier und erklärte ihm, dass der Tiger nach seinen Erkenntnissen versuchte, die Aufmerksamkeit der Soldaten zu erlangen, und in Wirklichkeit keine Bedrohung darstellte. Der Zoologe bat um ein paar Stunden Zeit, um einen Plan auszuarbeiten, um das Problem zu lösen. Der Kommandant wartete geduldig und als die Sonne sich gerade wieder hinter den Bäumen zu verstecken begann, verkündete der Zoologe seinen Plan. Er bat eine Gruppe der mutigsten und fittesten Soldaten, ihn zu begleiten, um den Tiger aufzuspüren. Zunächst war der Kommandant wenig überzeugt. Er hatte Bedenken, das Leben seiner Soldaten aufgrund der Meinung eines vermeintlichen Experten zu riskieren. Als sich jedoch im Lager herumsprach, dass der Zoologe eine Gruppe von Männern suchte, meldeten sich bald viele freiwillig. Wenn das Aufspüren des Raubtiers die einzige Möglichkeit war, den Tiger dazu zu bringen, das Lager zu verlassen, mussten sie ihrer Meinung nach helfen. Und so stimmte der Kommandant zu. Der Zoologe erläuterte die Risiken, auf die sie sich einlassen würden. Die Männer waren sich einig, dass sie seine Anweisungen befolgen und wenn nötig Schutz bieten würden. Der Zoologe wies darauf hin, wie wichtig es sei, ruhig zu bleiben, wenn sie dem Tiger erfolgreich in den dichten und üppigen Dschungel folgen wollten. Die Gruppe von Männern begab sich in Position und wartete. Erst als die Sonne am Himmel auftauchte, kam der Tiger in seiner üblichen Art aus dem Dschungel geschlichen. Er kam an den Zaun heran und begann sein Ritual am Zaun entlang zu gehen. Das leise Knurren flößte der Gruppe von Soldaten Angst ein, doch der Zoologe konnte sie beruhigen. Nach etwa einer Stunde wandte sich der Tiger wieder dem Dschungel zu. Jetzt musste sich die Gruppe von Männern auf ihre gefährliche Mission begeben. In sicherem Abstand zu dem Raubtier begannen die Männer, sich an die gestreifte Katze heranzupirschen. Die schwüle Luftfeuchtigkeit machte den Soldaten zu schaffen, als sie immer tiefer in den dichten Dschungel vordrangen. Von Zeit zu Zeit hielt der Tiger an und drehte sich zu der Gruppe um. Er schien die Männer bemerkt zu haben, aber es störte ihn nicht, dass sie ihm folgten. Im Gegenteil. Es schien so, als wolle er sich jedes Mal, wenn er sich umdrehte, vergewissern, dass sie ihm immer noch folgten. Als die Nacht hereinbrach, verschwand der Tiger jedoch. Da es keine andere Möglichkeit gab, schlugen die Soldaten vorsichtig ihr Lager auf. Jeder hielt abwechselnd Ausschau nach Bedrohungen. Am nächsten Tag war der Tiger nirgends zu sehen. Enttäuscht begann sich die Gruppe zu fragen, ob sich der Zoologe geirrt hatte. Sie dachten, dass der Tiger sie in Wirklichkeit in sein Jagdgebiet gelockt hatte. Doch der Zoologe behielt die Ruhe und versicherte den Männern, dass er ein guter Spurenleser sei. Also machte sich die Truppe auf die Suche nach Spuren und wurde bald fündig. Die Gruppe folgte anschließend den Tigerspuren. Nach einer Weile hielten sie an. Sie hörten ein lautes Geräusch. Sie durchbrachen den Dschungelrand und fanden einen reißenden Fluss. Nach den jüngsten Monsunregenfällen war es nur logisch, dass der Fluss so rauschte. Der Zoologe machte sich Sorgen, weil die Spuren am Fluss aufhörten. Das bedeutete, dass der Tiger über den Fluss geschwommen war. Aber warum? Er wusste zwar, dass Tiger gute Schwimmer sind. Aber bei einem reißenden Fluss wie diesem, machte es keinen Sinn, dass der Tiger sein Leben auf diese Weise riskieren würde. In diesem Moment rief einer der Soldaten aufgeregt: Da ist er!
Nur ein Stück flussaufwärts war ihr orange-weiß gestreifter Freund. Er stand in der Nähe eines felsigen Geländes, das anscheinend durch das Hochwasser aufgewühlt worden war. Also arbeitete sich die Gruppe das Flussufer hinauf, um eine sichere Stelle zum Überqueren zu finden. Sie fanden einen flachen felsigen Pfad, der zu dem Tiger führte. Langsam kamen sie voran, einer hinter dem anderen. Je näher sie kamen, desto weiter flussaufwärts ging der Tiger. Als der Zoologe die andere Seite erreicht hatte, war er entschlossen, dem sich zurückziehenden Tiger zu folgen. Doch dann wurde er von den Soldaten zurückgerufen. Zuerst ignorierte er sie, doch dann wurde er angeschrien, bis er sich umdrehte. Die Soldaten gestikulierten in Richtung der Felsbrocken, die dort lagen, wo zuvor der Tiger gestanden war. 2 der Männer begannen Steine abzutragen. Als der Zoologe zurückkam, erklärten die Soldaten, dass sie Schreie unter den Felsen gehört hatten. Also versuchten sie gemeinsam zu sehen, was sich unter den Trümmern befand. Als es einem der Soldaten gelang, einen der letzten festsitzenden Felsen hochzuziehen, öffnete sich darunter ein Hohlraum. Der Zoologe richtete seine Taschenlampe in den dunklen Abgrund und wurde von 4 Augen begrüßt. Da wurde ihm klar, dass es sich um die Jungen des Tigers handelte, die dort unten gefangen waren. Er wies die Soldaten an, schnell alle anderen Felsen zu entfernen. Und tatsächlich. Dort saßen 2 kleine Tigerjunge in einer höhlenartigen Formation. Es wurde klar, dass der Tiger nicht männlich, sondern weiblich war. Sie musste ihre Jungen bei der Jagd in der Höhle zurückgelassen haben, die anschließend aufgrund des andauernden Regens durch den strömenden Fluss geflutet wurde. Das viele Wasser hatte einen Trümmerhaufen hinterlassen, in dem die Jungen gefangen waren. Da sie sich nicht selbst befreien konnten, riefen sie nach ihrer Mutter. Weil diese wiederum keine Möglichkeit hatte, sie zu befreien, hatte sie sich Hilfe von den Soldaten geholt, die wenige Kilometer entfernt lagerten. Sie hatten endlich verstanden, was sie gebraucht hatte. Sie schlich nicht etwa um die Militärbasis, weil sie hungrig war oder eindringen wollte. Sie bat um Hilfe. Die Gruppe zog die Jungen aus der Höhle und setzte sie sanft auf dem Boden ab, weit weg vom rauschenden Fluss. Sie hörten ein lautes Brüllen von flussaufwärts und erkannten, dass die Tigermutter ihre Jungen sehen konnte und unbedingt zu ihnen wollte. Also zogen sie sich über den Fluss zurück, so wie sie gekommen waren. Sie warteten geduldig, bis sie das Wiedersehen zwischen der Mutter und ihren Jungen beobachten konnten. Dann trat endlich der Moment ein, auf den alle fieberhaft gewartet hatten. Es war ein Anblick, mit dem die Männer nie gerechnet hätten. Die Mutter rannte zu ihren Jungen hinunter und begann sofort, sie zu streicheln und zu putzen. Die beiden Tigerbabys waren wieder mit ihrer Mutter vereint. Die Soldaten waren überglücklich und machten sich auf den Weg zurück ins Lager. Der Tiger tauchte seitdem nicht mehr am Lager auf, und die Soldaten wussten, dass es dem Muttertier und ihren Jungen gut ging. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Eine Bärin bringt ihr sterbendes Jungtier zu einem Mann. Was dann geschah, ist unglaublich. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.